Warum fühlen sich manche Menschen trotz Stress und Chaos so ruhig und zentriert an? Und andere flippen bei jedem kleinen Problem aus? Was passiert, wenn du plötzlich anfängst, deine Belohnung systematisch in die Zukunft zu verschieben? Und wie verändert das nicht nur dein Bankkonto, sondern auch deinen ganzen Körper und Geist? Kann Bitcoin-Sparen wirklich dazu führen, dass du mehr Zeit und Energie für Sport, Muskelaufbau und echte Selbstentwicklung hast? Warum ist ein starker, gesunder Körper einer der mächtigsten Quellen für echtes Selbstbewusstsein? Und wie hängt das alles mit deiner Zeitpräferenz zusammen? Bleib dran, ich erzähle dir heute, wie diese Kette selbst bei mir funktioniert hat und warum sie für mich der größte Gamechanger der letzten Jahre war. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, deinem Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung, mit unterhaltsamem Roguelike-Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir mal wieder eine Runde Cult of the Lamp, ein Spiel, in dem wir unseren Kult im Land der falschen Götter immer weiter aufbauen, um gegen Bischöfe und andere Kulte anzutreten. Ein Mix aus Basenbau, Untertanenmanagement und Kampfabschnitten, der sehr in seinen Bann ziehen kann. Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrung auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Das heutige Video wird sein niedrige Zeitpräferenz, wie Bitcoin, Sparen, Muskelaufbau und Gesundheit dein Leben komplett verändern. Jedoch ein wichtiger Disclaimer am Anfang. Das hier ist keine Finanzberatung und auch kein medizinischer oder ernährungswissenschaftlicher Rat. Alles, was ich erzähle, ist meine ganz persönliche Meinung, meine eigene Erfahrung, mein aktueller Wissensstand. Bevor du größere Veränderungen an Ernährung, Supplementierung, Training oder ähnlichem, auch Geldanlage machst, sprich bitte mit einem Arzt, Ernährungsberater und auch unabhängigen Finanzberater. Okay, jetzt wird's richtig spannend. Also, was bewirkt eine richtig niedrige Zeitpräferenz eigentlich konkret im Alltag? Und warum ist sie der Schlüssel zu fast allem? Finanzen, Körper, Geist, Selbstbewusstsein. Ich erkläre dir das jetzt mal so, wie ich es mir selbst beigebracht habe. Schritt für Schritt, mit allen Höhen und Tiefen. Zunächst erstmal eine kurze Definition, damit wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Eine niedrige Zeitpräferenz bedeutet, dass du bereit bist, heutige Belohnungen aufzuschieben, weil du weißt, dass die Zukunft dadurch deutlich besser wird. Eine hohe Zeitpräferenz ist das Gegenteil. Ich will jetzt sofort alles, egal ob Essen, Sex, Likes, neue Gadgets, Urlaub auf Kredit. Und genau das ist in unserem Fiat-System fast vorprogrammiert. Wenn dein Geld morgen weniger wert ist, macht es psychologisch Sinn, heute alles auszugeben. Das System belohnt Impulsivität und bestraft Geduld. Bei mir hat sich das 2023-24 komplett umgedreht, als ich angefangen habe, ernsthaft Bitcoin zu stacken und gleichzeitig meine Zeitpräferenz bewusst runtergefahren habe. Der Effekt war irre und er hat sich auf alles ausgewirkt. Erstens, Fokus auf meine Arbeit. Englisch, Focus on your craft. Tue das, was du am besten kannst. Sobald ich wusste, dass jeder Euro, den ich nicht ausgebe, morgen real mehr wert ist, durch Bitcoin und Deflationserwartung, hatte ich plötzlich null Druck, schnell Geld auszugeben. Stattdessen konnte ich jeden Tag fragen, was baue ich heute auf, das in 3 bis 5 Jahren richtig viel wert sein wird. Das Ergebnis, ich habe meine Arbeitszeit von 40, meist mehr Stunden, runter auf 30 gebracht, dafür aber viel fokussierter und qualitativ hochwertiger gearbeitet. Ich habe jetzt Zeit gehabt, neue Skills zu lernen, zum Beispiel Nutzung von KI als Werkzeug, Content Creation, wie hier auf dem YouTube-Kanal, Kommunikation, statt nur immer zu rackern, um den nächsten Konsumkick zu finanzieren. Zweitens, Sparen in Bitcoin wurde zur natürlichen Gewohnheit. Früher war Sparen immer ein Kampf. Ich sollte ja sparen, aber das neue Spiel, die neue Konsole. Seit ich den Großteil meiner Ersparnisse in Bitcoin stecke, ist es fast wie ein Automatismus. Jeden Monat ein fixer Betrag weg. Fühlt sich an wie mein künftiges Ich bedankt sich bei dir. Und weil Bitcoin langfristig deflationär ist, gegenüber der realen Wirtschaft, belohnt mich das System jetzt dafür, dass ich warte. Das ist psychologisch unglaublich stark.
Plötzlich macht Warten Spaß. Drittens. Sport, Gesundheit, Muskelaufbau wurden plötzlich zur Priorität. Wenn du weißt, dass du in 5 bis 10 Jahren deutlich mehr Kaufkraft haben wirst, brauchst du plötzlich nicht mehr jeden Cent jetzt ausgeben. Also hatte ich plötzlich Zeit und Energie für zum Beispiel 2 bis 3 Mal Krafttraining pro Woche. Dann aber auch sehr intensiv, 30 bis 45 Minuten. Dazu ein Steharbeitsplatz zu fast 100% der Zeit. Sauna, Spaziergänge, Genießen der Natur, viel Sonnenlicht. Zudem die Ernährung umstellen. Erst Keto, dann teilweise karnivore Experimente, jetzt wieder eher so Animal-Based plus Gemüse. Und eine Supplement-Routine. Vitamin D plus K, so 5000 bis 10.000 Einheiten, also deutlich mehr als die Empfehlungen. Magnesium 200 bis 400 Milligramm, Zink, Omega-3, Kreatin. Die Empfehlungen sind meist nur das absolute Minimum, um nicht defizitär zu werden. Der Effekt war krass. Nach 12 Monaten sah ich im Spiegel einen Menschen, den ich vorher so nicht kannte. Aber das Beste war nicht das Aussehen, es war das Gefühl. Ich fühlte mich stark, resilient, selbstbewusst. Ein gesunder, muskulöser Körper gibt dir das Grundselbstbewusstsein, das kein Auto, keine Uhr und kein Like dir geben kann. Viertens, der Selbstbewusstseins-Loop. Je besser der Körper, desto mehr Selbstbewusstsein hast du. Desto weniger brauchst du externen Konsum zur Selbstbestätigung. Desto mehr Geld bleibt übrig. Desto mehr kannst du stacken. Und desto niedriger wird deine Zeitpräferenz. Und schließlich, desto besser wird wieder dein Körper. Es entsteht ein positiver Feedback-Loop. Fünftens, mehr Lebensfreude durch weniger Konsumzwang. Früher war jeder freie Abend gleich Amazon Prime plus Lieferando plus Scoren. Heute ist freie Zeit gleich Training, Kochen, Lesen. Aktuell viel Stoizismus und Psychologie. Gespräche mit Freunden, Spaziergänge. Ich konsumiere immer noch, aber bewusst und selten. Das macht jeden echten Genuss viel intensiver. Das merkt man insbesondere bei zuckerhaltigen Lebensmitteln. Diese sind dann so intensiv, wenn man sie denn doch mal isst. Und sechstens, ein Roguelike-Vergleich. Eine hohe Zeitpräferenz ist wie ein Run, in dem du jeden Buff sofort ausgibst. Du stirbst zum Beispiel auf Level 3. Niedrige Zeitpräferenz ist, wenn du Ressourcen hortest, wartest, bis der perfekte Moment gekommen ist und dann mit einem absolut überpowerten Bild durch den Boss rollst. Bitcoin plus Krafttraining plus gesunde Ernährung ist aktuell mein stärkster Bild und der wird mit jedem Run besser. Nur noch ein paar kurze praktische Tipps, die bei mir funktioniert haben. Starte mit einer 30-Tage-No-Buy-Challenge, außer zum Beispiel essentiellem, was du natürlich jeden Tag brauchst. Stacke jeden gesparten Euro direkt in Bitcoin. Nutze fixe Trainingszeiten und geblockte Tage, zum Beispiel 17 bis 19 Uhr ist heilig, egal was kommt. Halte deine Ernährung einfach. Wichtig ist tierisches Protein plus Fett als Basis. Gemüse nach Geschmack, wenig bis kein Zucker, Getreide. Nimm eine Supplement-Basis. D3 plus K2 ist wichtig. Magnesium abends, Zink abends, Kreatin täglich. Blutwerte 1 bis 2 Mal im Jahr checken lassen. Und ein monatliches Review. Wie viel Prozent meines Einkommens habe ich wirklich gespart? Wie viel Zeit habe ich für mich selbst genommen? Wie fühlt sich mein Körper an? Auf einer Skala von 1 bis 10 zum Beispiel. Kurz gesagt, niedrige Zeitpräferenz ist ein Superpower-Hebel. In einem deflationären, harten Geldsystem passiert das fast von allein. In unserem jetzigen System musst du es aktiv trainieren. Aber wenn du es tust, verändert sich alles. Finanzen, Körper, Geist, Beziehungen, Lebensfreude. Was denkst du? Spürst du auch, dass du ständig in diesem Sofort-haben-wollen-Modus bist? Oder hast du schon mal angefangen, das umzudrehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Da wir nun wieder ein bekanntes Spiel sehen, schreibt mir gern, ob wir weiter rotieren sollten oder mal eine Weile bei einem Spiel bleiben sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.
Shalamaka Yanamba Nako. Oh.